Ich bin nach Zürich gezogen. Hallo, ich bin Julian. Hallo, ich bin Julian. Ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher, geboren und aufgewachsen in Hamburg. Geboren und aufgewachsen in Hamburg. Hamburg liegt im nördlichen Teil von Deutschland. Hamburg liegt im nördlichen Teil von Deutschland. Ich hätte nie gedacht, dass ich Hamburg verlassen würde. Ich hätte nie gedacht, dass ich Hamburg verlassen würde. Aber ich habe ein gutes Jobangebot in Zürich bekommen. Aber ich habe ein gutes Jobangebot in Zürich bekommen. Ich arbeite als Versicherungsberater im Baugewerbe. Ich arbeite als Versicherungsberater im Baugewerbe. Mein Vorstellungsgespräch fand online statt. Mein Vorstellungsgespräch fand online statt. Und obwohl ich sehr nervös war, habe ich die Stelle bekommen. Ich war sehr froh, als ich mit den Vorbereitungen für meinen Umzug beginnen konnte. Zuerst musste ich mir eine Wohnung suchen. Im Internet gibt es mehrere Seiten, auf denen man nach Mietwohnungen suchen kann. Jeden Tag verbrachte ich Stunden damit, eine schöne und günstige Wohnung zu suchen. Ich war überrascht zu sehen, dass die Mietkosten in Zürich sehr hoch sind. Ich wollte eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern. Möbliert und in der Nähe meiner Arbeit. Ich sah Wohnungen aller Art. Große, kleine, saubere, nicht so saubere, altmodische, moderne, helle und dunkle. Nach Stunden und tagelangem Suchen fand ich eine, die mir wirklich gefiel. An einem Wochenende reiste ich nach Zürich. Um sie zu besichtigen. Bevor ich mich als Mieter bewarb. Und ich war beeindruckt.
Es war die perfekte Wohnung für mich. Es war die perfekte Wohnung für mich. Es war eine geräumige Wohnung. Es war eine geräumige Wohnung mit einer großen Küche und einer Insel in der Mitte. Mit einer großen Küche und einer Insel in der Mitte, wo ich Gäste empfangen und für sie kochen konnte. Wo ich Gäste empfangen und für sie kochen konnte. Es gab ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad. Es gab ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad und ein weiteres Zimmer, das ich als Büro oder Gästezimmer nutzen konnte. Das ich als Büro oder Gästezimmer nutzen konnte. Die Wohnung hatte große Fenster. Die Wohnung hatte große Fenster, die viel Licht hereinließen, und das gefiel mir. Die viel Licht hereinließen, und das gefiel mir. Das Wohnzimmer bot genügend Platz. Das Wohnzimmer bot genügend Platz, um sich mit Freunden zu treffen. Um sich mit Freunden zu treffen. Die Wohnung war alt. Die Wohnung war alt, aber sie war renoviert und modern eingerichtet. Aber sie war renoviert und modern eingerichtet, was meinem Stil entsprach. Was meinem Stil entsprach. Mein Lieblingsbereich der Wohnung war der Balkon. Mein Lieblingsbereich der Wohnung war der Balkon. Er hatte einen wunderschönen Blick auf den See. Er hatte einen wunderschönen Blick auf den See und war der perfekte Ort um den Sommer mit Freunden draußen zu verbringen. Um den Sommer mit Freunden draußen zu verbringen. Die Lage war wunderbar. Die Lage war wunderbar. Mein Büro war nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. Mein Büro war nur 10 Minuten zu Fuß entfernt. Ich hatte einen Bahnhof auf der anderen Straßenseite. Ich hatte einen Bahnhof auf der anderen Straßenseite, einen Park hinter dem Gebäude, wo ich morgens joggen konnte, einen Park hinter dem Gebäude, wo ich morgens joggen konnte, und eine Bäckerei nebenan. Und eine Bäckerei nebenan. In dieser Bäckerei bekomme ich immer mein frisch gebackenes Brot. In dieser Bäckerei bekomme ich immer mein frisch gebackenes Brot. Die Nachbarn schienen nett und ich mochte es. Die Nachbarn schienen nett und ich mochte es, dass alle mich mit ihrem berühmten Grüezi grüßten. Dass alle mich mit ihrem berühmten Grüezi grüßten. Nach diesem Wochenende beschloss ich, mich um die Wohnung zu bewerben. Mich um die Wohnung zu bewerben. Mit meinem neuen Job würde ich genug Geld haben. Mit meinem neuen Job würde ich genug Geld haben, um sie zu mieten und bequem zu leben. Um sie zu mieten und bequem zu leben. Die Anforderungen für die Wohnungsmiete sind sehr streng. Die Anforderungen für die Wohnungsmiete sind sehr streng und müssen alle erfüllt werden.
und müssen alle erfüllt werden. Zunächst musst du ein Formular ausfüllen. Zunächst musst du ein Formular ausfüllen, indem du dem Vermieter alle Informationen gibst, die er benötigt, um zu erfahren, was du tust und wer du bist. Zweitens musst du deine Arbeitserlaubnis vorlegen. Du musst ein Schreiben vorlegen, in dem du bestätigst, dass du deine Arbeit hast. Mit der du die Miete für diese Wohnung bezahlen kannst. Du musst eine Bestätigung vorlegen, dass du schuldenfrei bist. Zum Glück habe ich meine Rechnungen immer pünktlich bezahlt. Du musst auch bedenken, dass du eine Kaution hinterlegen musst. Bevor du einziehst. Ich hatte wirklich Kopfschmerzen. Von all den Informationen, die ich sammeln musste. Nach ein paar Tagen hatte ich alle Anforderungen erfüllt. Schließlich erhielt ich die großartige Nachricht, dass die Wohnung mir gehörte. Was mich sehr glücklich machte. Bevor ich Hamburg verließ, gab ich eine große Party. Zu der ich meine Familie und Freunde einlud. Um mich von meiner Stadt zu verabschieden. Jetzt habe ich meine neue Stelle angetreten. Mit der ich sehr zufrieden bin und bei der ich viel lerne. Obwohl ich meine Heimatstadt vermisse, lebe ich gerne in Zürich. Wenn mir meine Familie oder Freunde fehlen, besuche ich sie am Wochenende. Soll ich jetzt Schweizerdeutsch lernen? In welcher Stadt lebst du? Bist du schon einmal von einer Stadt in eine andere gezogen? Schreib uns in den Kommentaren.